3 Dividendenaktien, die jetzt spannend sein könnten, vielleicht auch für dein Depot. Wir schauen uns heute Merck, die Allianz und Texas Instruments an und warum im Moment es sich jetzt halt vielleicht anbieten könnte, hier eine erste Position zu starten. Die erste ist die Merck KGaA. Das ist ein Slow Grower. Im Moment haben wir eine Dividendenrendite von 1,3% und man ist ein typischer Pharma-Wert. Aktuell ist KGV bei 27. Dann schauen wir auf Allianz, auch ein Slow Grower, aber eine sehr, sehr hohe Dividende, 5,4%. Ein Versicherer mit einem 12er KGV. Ich denke, Allianz kennt jeder. Und die dritte Aktie, Texas Instruments, auch ein Slow Grower mit 2,7% Dividende aus der sehr, sehr spannenden Halbleitertechnikbranche mit einem 30er KGV. Als erstes mal Allianz. Wir sehen jetzt hier den Kurs zum Fair Value eingeblendet und sehen, dass wir ganz leicht über dem aktuellen Fair Value tendieren, aber nur 5% Aufschlag circa. Also wenn wir da noch so ein bisschen rücksetzen würden, also auf die Vorniveaus hier, zum Beispiel hoch 2020, dann könnte man da auf jeden Fall überlegen, ob man einsteigt. Dividendennadel 4 von 4, also dividendentechnisch ein guter Score. Piotrowski F-Score aktuell 6 von 9 Punkte. Qualitätscheck vom TraderFox gibt es 9 von 15 Punkten, gibt es nur Abzug beim Umsatzwachstum und bei der Stabilität des Umsatzes bzw. des EPS-Wachstums. Und beim Dividendencheck räumt man aber hier sehr, sehr gut ab mit 14 von 15 Punkten. Die nächste Aktie ist Merck KGaA. Und hier sehen wir, dass wir im Moment wirklich genau mit dem Kurs auf dem Fair Value liegen. Auch hier ein gutes Dividendenrating mit 3 von 4 und ein Piotrowski F-Score von 6 von 9. Der Qualitätscheck beim TraderFox sagt hier auch noch etwas bessere Qualitätsbewertung wie Allianz. Wir haben hier 14 von 15 Punkten. Das Einzige, wo es einen Punkt Abzug gibt, ist das EPS-Wachstum der letzten 5 Jahre. Und hier sehen wir nochmal so ein hübsches Flussdiagramm, wie Merck sein Geld verdient, also Life Science, Healthcare und Electronics und was letztendlich hier im Nettogewinn übrig bleibt. Die letzte Aktie ist Texas Instruments. Texas Instruments hier jetzt im Moment beim Kurs zum Fair Value leicht überbewertet, so circa 15%, aber auf jeden Fall noch im Rahmen. Und wenn wir jetzt natürlich hier noch einen kleinen Rebound sehen würden, dann würde sich da auch vielleicht auch ein Einstieg dann anbieten. Hier haben wir auch einen Dividendenscore von 4 von 4, also sehr gut, und aber nur ein Piotrowski F-Score von 3 von 9. Wenn wir uns den Qualitätscheck hier anschauen, dann sehen wir eine Bewertung von 12 von 15 Punkten. Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre, da gibt es einen Punktabzug, genauso wie bei der Stabilität. Und man hat eine relativ hohe Finanzverschuldung. Man ist ja jetzt auch in so einer Investitionsphase drinnen. Auch dafür einen Punkt weniger. Auch hier ist ein Flussdiagramm. Was macht man? Analog, Embedded Processing und Other. Und auch hier der Nettogewinn relativ stark tatsächlich. Und jetzt schauen wir uns mal die aktuelle Chartsituation an. Als erstes mal bei der Allianz. Also Allianz ist jetzt hier seit 2020 bis 24 wirklich in dieser Seitwärtsphase hier drin gehangen. Und jetzt zuletzt, seit 2022, konnte man hier diesen Ausbruch endlich schaffen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen zurückgesetzt hier oben und ich erwarte jetzt eigentlich, dass wir hier noch weiter korrigieren, so circa aufs letzte Allzeithoch, nochmal 10% fallen auf die 230. Dann wären wir auch eben ungefähr auf diesem Fair Value Wert, den wir vorhin gesehen haben. Und das würde sich dann auf jeden Fall auch anbieten, da vielleicht eine Position, die man hier unten schon aufgemacht hat, etwas aufzustocken etc. Aber hier auf jeden Fall mal eine interessante Zone und ein möglicher Turnaround dann auch wieder für noch weitere Hochs bei der Allianz. Ja, die nächste Aktie ist die Merck, die deutsche Merck KGaA. Auch hier haben wir einen langfristigen Aufwärtstrend, der aber nochmal deutlich schöner ist wie der von Allianz, der ja doch eher Seitwärtsphasen sehr, sehr viele drinnen hat. Die haben wir jetzt zwar hier auch bei Merck, aber wir haben uns da in Corona sehr dynamisch rausbewegt und korrigieren jetzt eben seitdem hier nach unten. Haben auch schon das 61,8er abgeholt und sind jetzt irgendwie in der ersten Phase drinnen, so einen richtigen neuen Aufwärtstrend zu bilden. Wenn man hier mal den letzten Impuls nimmt, wo Merck KGaA sich hier raus bewegen konnte, das ist jetzt hier dieser letzte Wochenimpuls bzw. Tagesimpuls, sehen wir, dass wir hier auf jeden Fall noch ein Stück Luft haben und wir sowas
um die 160 noch eine Gap offen hätten und wir jetzt erstmal diese Korrektur von dem letzten Impuls abwarten sollten und mal schauen, ob sich hier dann der Kurs stabilisieren kann. Aber wir sind ja im Moment bei der Merck auch fair bewertet und grundsätzlich ist dieses Bewertungsniveau zusammen mit jetzt dieser hübschen Korrekturphase möglicherweise für langfristige Einstiege je nach Strategie auf jeden Fall durchaus interessant und da sollte man doch nochmal ganz genau einen Blick drauf werfen, ob Merck vielleicht fürs Depot geeignet ist. Ja, der letzte Aktie mal hier der US-Wert, USA-Wert, Texas Instruments, ja, tatsächlich immer so ein bisschen vergessener Halbleiter, ein Player eigentlich, auch ein relativ großer Player. Und auch hier hat man es ähnlich wie das bei der Allianz der Fall war, dass man hier eine ganz lange Seitwärtsphase hatte. Also aus diesem Corona erstmal natürlich ein sehr, sehr viel Gewinn auch rausgeholt, aber ab 2021 bis jetzt 24 hat man hier kein neues Allzeithoch gesehen und hat sich wirklich in dieser Range nur bewegt. Grundsätzlich sind wir da auch langfristig im Aufwärtstrend, also alles in Ordnung. Und wenn wir uns jetzt hier mal die letzten Wochen anschauen, sehen wir, dass wir uns wirklich sehr, sehr dynamisch auch hier raus bewegt haben und über diese wirklich markante Widerstandszone, die jetzt hier in grün eingezeichnet ist. Und ich erwarte jetzt eigentlich, dass wir hier nochmal so einen kleinen Rücksetzer sehen auf diese grüne Zone, also bewertungstechnisch nochmal so 5%, 6% runterkommen und dass sich hier nochmal ein schönes Einstiegssignal liefern könnte oder sich ergeben könnte. Also hier um das 38,2er Fibonacci Retracement. Um diese Zone wäre es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn Texas Instruments da vielleicht eine Bodenbildung schaffen könnte. Und dann wäre natürlich auch durch diese letzten Unterstützungszonen bzw. Unterstützungsbereiche, die man hier sieht, wieder mehr Potenzial nach oben. Und grundsätzlich ist ja hier jetzt diese erste Bewegung aus dieser Seitwärtsphase immer ein gutes Zeichen. Klar, wir hängen jetzt hier oben auch an dem letzten Allzeithoch, aber grundsätzlich auf jeden Fall hier ein sehr schöner dynamischer Move und wir sehen ja auch, wie sich der Trend hier beschleunigt jetzt im Moment. Und wenn wir jetzt hier wirklich diesen starken Impuls leicht abbauen nach unten, dann kann es da wieder auch zu weiter steigenden Kursen kommen. Ja, also für mich 3 spannende Aktien, die, ja, ich denke doch den einen oder anderen vielleicht auch begeistern können und dazu führen könnte, dass man die sich mal genauer anschaut. Auf jeden Fall für mich jetzt akut, beziehungsweise in naher Zukunft sehr, sehr spannend. Und jetzt möchte ich euch auch gar nicht mehr weiter aufhalten, denn heute spielt ja schließlich Ungarn gegen Deutschland. Das müssen wir uns alle anschauen. Deswegen war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.